Ich wurde wegen Packchecks gescampt, Lasersaft? Was? Since Riot Games has been active for over 12 years now, it comes to no surprise that they had a chance to forge quite a few stories of their own. Be it... Warte, also Scammers made millions by printing free skins, aber Packchecks war doch eine der most prestigious Skins. Wenn es dafür free Skins gegeben hätte, dann hätte ich doch niemals das alles bekommen, no? Dann würde es doch niemals nur so wenige Packchecks-Besitzer geben. Kurze Backstory dazu, Chat. Und auch YouTube, of course. Ich habe 50 € ausgegeben für den Packcheck-Skin vor Jahren, hat mir so ein Typ auf Skype geschrieben, einen Code gesendet und Peng. Und scheinbar hat der einfach Leute gescammt. Aber ist ja nicht wirklich Scam. Also ich wurde nicht gescammt. Ich habe halt Geld bezahlt für einen Skin, den ich bekommen habe. Ich habe den immer noch. Ich habe Packchecks, also ich wurde nicht wirklich gescammt. Aber mal gucken, was im Video so bei rumkommt. Good ones, the great ones, the bad ones, or the really bad ones. In Oder was? Riot Games agrees to mach? Was? the bad ones, or the Riot Games agrees to pay 100 Million. Ach, wegen really Gender bad Discrimination. Ja, ones. ich erinnere mich. Ja. In most cases, people quickly learn about what is going on. What the From the fuck? minor things, some people will remember that one time people were able to buy loot boxes for 1 blue essence. For those of you who don't know League, that's essentially for free. This mistake True. stayed up in the store for only 10 minutes. But because nobody really checks the prices of loot boxes, only about 50 people globally noticed it and they bought all the skins to cap off their accounts. Really? And because it wasn't a glitch, it was a legitimate mistake on Riot's part, Riot let those players keep all the skins. Chat, ihr wisst, ich bin gegen Lootboxen, aber in der Situation, wenn es ein Blue Essence kostet, I mean, ist immer noch scheiße, die dann zu öffnen, ist immer noch gleicher Dopaminkick, ist immer noch Kacke fürs Gehirn und alles, aber ein Blue Essence, so, feel me? Also, ja. Und ist auch nicht für echtes Geld, sondern für halt die Ingame, aber trotzdem, es ist immer noch Glücksspiel. Aber es ist halt, du kannst halt basically jeden Skin haben. Es war ein Blue Essence. Which made everyone who didn't buy all the skins really mad. Over the years, Riot gathered quite a few of these stories. But only a few months ago, by a pure coincidence, I learned about something that used to be quite a big part of the League creator scene. There was a time when it was absolutely everywhere. And because it was so widespread, nobody paused to think about it. And apparently, the truth, my friends, is it is not all sunshine and rainbows, because Get to the fucking point. during the great height of the League creator scene, many League creators were sponsored by 2 companies. The first one that started a bit of fire of its own was WT Fast. This was a company that claimed to optimize Oh mein Gott, ja. Ich weiß noch genau. Permanent waren die überall in jedem Video. What the fast? Einfach überall drin waren und angeblich deine Internet-Connection für Riot Games optimiert haben, damit du kein Hyping mehr hast und so ein Scheiß. Ich habe das auch mal installiert gehabt. gaming networks, which I think it still does to this day. In other words, it claimed to lower your ping. After WT Fast sponsorship started appearing in nearly every League video, some people decided to look into it. And they realized this app only really works under very specific circumstances. Because it was simply rerouting your connection. The app checked all possible paths and it picked the one with the lowest ping. However, if you simply happen to live in a bad place with realistically only one workable path, the app literally did nothing for you. And so, some people started calling the creators out, saying that they promoted a scam and that the app doesn't work. The funny thing about Aber this das Ding is ist, that die App war for free. Also, okay, wenn du halt irgendwo lebst, wo es nicht klappt, okay, ist halt scheiße, aber wenn die App hat ja nichts gekostet. WT Fast was essentially a VPN before VPNs became big. So would the same creators be sponsored by them now? It would be no different from being sponsored by NordVPN, which are also in every video these days. Ja, warum bin ich kein NordVPN-Sponsor? Hä? Ist doch Free Money. Wo ist mein NordVPN-Sponsor? Kathleen! Back then, Schrecklich they mit dir. mainly advertised low ping instead of the ability to bypass region locks. It started a bit of drama in League's community. But that wasn't the only time sponsorships got spicy. There is also the second time something like this happened. But that one is a lot more interesting because to this day, most people still don't know what was really Kathleen, mach mal, NordVPN, gönn. including the creators themselves. Oder irgendein anderer VPN, I And don't very care. quickly, Gib mir Money. before I dive into this,
I'll show some screenshots and footage on screen, but I am not calling anyone out. Nobody knew what was happening. So we are not talking about people promoting a scam. To be honest, back then I would have taken the sponsor too. And at the end of the day, as you'll see, it's just funny that any of this happened in the first place. Just move on already. As I Wieso said, hat er die I jetzt learned about this Schlafanzugpose an? by a coincidence. My source of information wanted to stay anonymous, so I will honor that request and I Das will... ist eine Anfrage für ein Casino. Oh, Casino-Stream bei Teil, das ist auf jeden Fall ein guter Fit. Bist du mit einer geilen Casino-Partnerschaft zu Cryptocurrency, bisschen Glücksspiel bewerben, dass du dann direkt auf sowas kommst von VPNs zu Glücksspiel-Casino. Yippie! So, when I learned what was happening, it went something like this. Hey, remember that Den time you rüber could zu buy kicken? some of the unavailable Oh mein skins Gott, from the nein. resellers? Stopp! Yeah. Fokus auf Video We got jetzt! The codes from Riot that made the orchestrators a lot of money. Those of you who are nearing your 30s may remember that back in the day, a lot of people were sponsored by shops that were selling skins. Den hab ich gekauft. Originally, in this video, I wanted to mention some of the Den hab shops ich. specifically. But I don't know what they would do, so I am not naming $35! Ich wurde gescammt! Ich hab 50 Euro anyone. bezahlt! By Mann! pure technicality, I can't prove they did anything. But you can guess who I'm talking about. Anyway, these websites were simple resellers of skins, who Yeah. mainly focused on selling skins that were not available in League anymore. And they tried to sponsor absolutely every creator. And I really mean every creator. Besides me. You see, 7 years ago, when everyone was riding the League gameplay du hype Minion. train, Good shit. I was the awkward guy in the side lane talking about lore. Some people knew I existed, but I definitely wasn't what you would call mainstream. Bruder, du hast 900.000 Aufrufe auf einem 7 Jahre alten Video. Also, was heißt, du warst nicht existed? Was? Du warst, Bruder, 900.000, 700.000, 400.000, Alter. So even though I really wanted to be sponsored and I really hab wanted 40.000 oder so. that Jack skin, I was never considered for a sponsorship. Oh, speaking of which, let's talk about how they could afford all the sponsorships. You see, because this was a skin reseller dealing with skin codes, what they could do is offer creators skins instead of money. And you bet that's all they needed to get hooked up. Was? Because this was happening during League's great height, a lot of people would do anything for those juicy pack skins. What? You don't think that would happen today? You don't think kids would rob a bank for a few Roblox bucks? Okay, ich meine, ich habe ja den Pack-Skins gekauft, aber ich hätte nicht alles gemacht. Wenn ich ein Creator wäre und die Seite verkauft die Skins für $35, da würde ich mich doch nicht sponsern lassen für $35. Und also den Skin halt kriegen, dann würde ich ja mehr Geld verlangen, hä? You're right, but they considered it. So yes, in a lot of cases, people were paid in skins instead of real money. To be honest, Why? that's not the worst thing to get paid in. So let's Hä? talk about Why? where those skins came Wie from. viele Skins sollen die denn bekommen haben? So eine Partnerschaft, wo du dann mehrere tausend Leute erreichst, ist auch eine Menge Geld halt wert und dann kriegst du dafür 3 Skin-Codes oder was? Hätte ich niemals gemacht, Chat. Da ist mir die Werbefläche, die ich bin, zu wichtig, damit ihr nicht permanent mit uncooler Werbung gespammt werdet. Deswegen haben wir in diesem Stream nur coole Partner. Nur coole Partner. These days, the craze is all about rioters giving away gun buddies and riot awards. Back in the day, all the special goodies were given away in the form of codes printed on physical cards. These were usually given away during special gaming events, namely PAX and Gamescom. Ja, Gamescom ja. used to be very special to Riot. Not only was that where the very first League Championship ever happened, Ja. but that's also where Riot used to tease some of their champions. For example, Syndra Kauft and euch einen Rengar. Laptop. So, Sorry, reicht wieder? that's Reicht. also where Riot gave away exclusive skins. Which means skins you couldn't get anywhere else. The first year, if you attended one of these events, you could get PAX Twisted Fate. Ja. The year after that, Jax, you could get den hab ich. PAX Jax. And the year after that, you Den could hab ich get nicht. PAX Ich hab nur PAX Silver. Jax. The following years, Riot recognized that people weren't massive fans of this kind of exclusivity. So after that, people got codes for Riot Blitzcrank and Arcade, Sona and Hecarim, all of which were skins that were also available in the normal store. Now, because the old Und das war wegen Leuten wie Lasersaft. Diese scheiß Sammler.
die nämlich sauer waren, wir können den Skin gar nicht bekommen, weil ich lebe nicht in Amerika, ich kann nicht zur PAX gehen. Und deswegen darf auch kein anderer diesen Skin bekommen auf diesem Event und wir nehmen das weg. Und dann Jahre später gab es beim League-Partner-Programm, Leute, eine sehr ähnliche Situation, okay? Sehr ähnliche Situation. Und zwar gab es dieses League-Partner-Programm mit dem Giveaway-Skins und die Giveaway-Skins hat immer dieses grüne Chrome und das grüne Chrome haben nur Leute bekommen, die halt diesen Skin gewonnen haben. Und da waren alle Sammler richtig sauer, dass es nicht so sein soll, das müssen alle kriegen können und bla bla. Und dann wurde das League-Partner-Programm genervt. Und dann wurde das League-Partner-Programm nochmal genervt, weil wieder die Sammler halt meinten, wieso kriegen die alle Skins mit Legacy-Shit und so weiter? Das muss auch weggenommen werden. Also wurde das auch weggenommen. Aber Riot sagt halt einfach ja, weil ihre Wale halt, ne, die Leute, die halt alles sammeln, geben halt eine Menge Geld fürs Game aus. Aber die Leute, die fürs Game streamen, machen halt seit Jahren für das Game auch Werbung. Also, I mean, honestly. Ich kann doch wohl einen Skin von Riot kriegen. Like, bruh. Als so Ninja und alle möglichen Leute Skins hatten, einen Vorteil, einfach dafür mit Millionen gemacht haben. Das war in League of Legends undenkbar. Die haben uns sogar noch Skins weggenommen, weil die ihre Streamer hassen. Riot Games hasst ihre Community. Pack skins were exclusive and because we assume they were printed in limited quantity. Of course, these skins were in high demand. And people were ready to buy them off of those who attended the events. Which means that in one way or another, all the cards that were not given away during these events ended up in the hands of the resellers. Really? At least, that's what we thought was happening. Okay. You see, getting the cards Aber was ich gedacht habe, was passiert war, ist, dass sie den Code generieren konnten. Die konnten den Code irgendwie erstellen. Ich glaube nicht, dass sie einfach Karten hatten. Die haben auch den Code irgendwie generieren können. the practice and selling them on the internet, that would be fine. It's like selling anything old on eBay. But eventually, you would run out of physical cards to sell, so you would hit a ceiling. That's why, for the longest time, Riot didn't do anything about it. There was a clear limit. But somehow, these websites just kept on running. And as it turns out, they could keep on running for as long as they wanted. Because they figured out how to generate the codes themselves. Yeah, we don't really have the details anymore, but apparently it wasn't that hard. Essentially, the codes operated on a formula. For example, let's say the third letter always had to be a C, the fifth letter always had to be an H, and the last one would always have to be number 6. Anything in between didn't matter. As long as you had these 3 symbols in the code, the system would recognize this as a Sivir skin. Now, of course, there was a limitation. Each combination of letters could only be added into the system once. The thing is, because Riot Games! these were 12-digit long codes, they could virtually print out an infinite amount. The possible supply would be massively bigger than the demand. This also makes it funny when Okay, aber da muss doch Riot Games mitverdient haben. Die haben nicht alle ihre Skins for free auf den Markt geballert. Diese extrem krassen Skins, die man sonst nicht kriegen kann. Die haben doch safe mitverdient an den Resellern. 100%. 100% ist es kein Fehler gewesen. Das wollten die zulassen. Für eine lange Frage. Lange Zeit. Safe, no chat. Weil, wie er gesagt hat in dem Video, das haben die überall mitgeteilt. Also überall auf jeder Content-Creator-Streamer hat halt in seiner Beschreibung drin dieser Skin-Reseller-Ding. Heißt, das konnte Riot Games gar nicht merken. Das müssten sie mitbekommen haben. Es geht ja gar nicht anders. Natürlich haben die das gesehen. the websites mentioned that something was not in stock. But in 12 hours, they will totally get you a new physical card. Knowing this is how the resellers operated, it now absolutely makes sense how they could afford all the sponsorships. Und die haben einfach Geld gedruckt. Die haben 3 also, das war jetzt ein Beispiel von die wussten halt ein paar Ziffern oder Zahlen oder Nummern, was auch immer, des Codes und haben einfach Geld gedruckt. Das ist doch geil. Also habe ich dem Typen damals 50 € überwiesen dafür, dass er mir 3 Zahlen sagt. Das ist ja verrückt. Das ist ja Riot Games. Das ist schon wieder so Riot Games. Because some people got paid in skins, which they could generate for free, they got all the promotions for free. Was it all illegal? I don't know. Would I get chased down if someone figured out that I bought one of these skins? Probably not. At least I hope so. Oh Mann, wenn ich jetzt auf die Partnerprogramm geworfen? Es ist verjährt, Riot Games, es ist verjährt. Attained JPEGs. Is this about the NFTs I keep hearing about? No, sir, it was Pax Jack's skins. Death. The crazy thing is that the creators never learned about any of this. In the eyes of the creators and the customers, it was all legitimate codes from the events.
But Ja, also, das dachte if ich auch, you das dachte ich actually auch. look Ich into wusste what nichts was davon. Ja, ich happening, dachte ich auch it damals. wasn't a scam. Ja, das war okay. Generating Ja, new war kein Scam. codes Ich was wusste es nicht no anders. different from a kid who goes to Steam and types in a random number to Ja, see if they genau. can unlock a random Genau, was er game. sagt. Der Mann Let's auf be eurem Spiel honest, gerade we genau have das. all tried that in our lives. And sure, even if you get lucky, I don't think anyone would call it a scam. Also, Riot never planned on distributing these skins further. They never planned to sell the skins themselves. So the resellers didn't even bite into Riot's profits. So what they have really done is given the skins to more people I mean, than fair enough. Wenn Riot Games die Skins nie anbieten würde, dann ja. Aber das hätte Riot Games doch niemals ausgeschlossen, oder? Dass die Skins, die existieren, nicht nochmal verkaufen würden. Weil die Skins sind ja da. Als ob die jetzt in 2013 gesagt hätten, Bruder, in 10 Jahren verkaufen wir nie wieder irgendeinen Skin davon. Irgendwann kommt halt das Special Rice Event, dann gibt's dann wieder Human Rice oder so. Oder Special Severe Event und dann gibt's dann wieder das Pack Severe. Also locker. what was intended. So because the customers legitimately got their skins, and because the creators got free skins to enjoy too, nobody got harmed. And the only one who might have gotten harmed was Riot. That is, if Riot ever decided to sell the skins themselves, which they didn't. Also, if the internet taught me anything, it is that if a corporation gets harmed, nobody cares, it's fine. But even if we can't call it a scam, I think we can all agree that it was unethical to sell the skins. But you see, we didn't even get to the funny part. I mean, depends. There- Ist es unethical? Also ich finde 35 Euro für diesen richtig seltenen Skin ist doch keiner human. Also ich hab mich auch nicht gescammt gefühlt. Ich habe damals 50 Euro bezahlt für den Skin, 50 Euro. Und ich habe den Skin bekommen. Ich war bereit, 50 Euro dafür auszugeben, weil jetzt ja keine Milliarden, Tausend, also eigentlich ist doch fein, no? Ich habe mich nie gescammt gefühlt von dem Dude. Durch krass, dass er dafür nichts machen musste. Der hat einfach den Code generiert, der hat legit einfach for free 50 Euro bekommen. Der musste nichts einkaufen, nirgends sein, nichts machen. Der musste einfach 3 zahlen. Das ist krass, aber jetzt fein. Dadurch ist ja nicht mehr unglaublich selten, aber genau diesen Sammleraspekt wollte Riot Games ja auflösen. Deswegen haben sie die Skins ja, also quasi von den Events runtergenommen. Dieser Sammleraspekt ist halt flöten gegangen. Klar. Wasn't just one website that did this. Apparently, there were multiple people who figured out how the codes work. Ja, safe. And they all started their own skin shops. Of course, all the shops knew about each other, which is why they all tried to have similar prices. There was no point in undercutting each other because that would only burn everything down. However, because there were multiple shops generating Aber so eine these codes, Kartellbildung bei den Skin-Resellern, oh occasionally mein one Gott. shop would generate a code that was used by someone else. At that point, if the customer told you that their code didn't work, you had no way to check if they were bluffing, and you automatically had to concede into giving them another code, which you did for free. Now, because all the shops knew about each other and they knew what they were doing wasn't exactly ethical, to a certain degree they worked together to keep it low Ja, and to klar. stay away from Riot's prying eyes. Natürlich. But the profits were too big, the temptation too great. I mean, we are not talking about $10 or $20 skins. These special skins went for $100, $400, or even $1,000. Ja, jetzt sind ja, also niemand hat doch 1000 Euro, Bruder, 1000 Dollar. Für welchen Skin denn? Die Packs sind zwar noch die seltensten und die waren für 30 Euro, 30 Dollar. Which, by the way, all the prices Was ist das? Welcher, ist das Silver Kale? Das sind die 3 Pack-Skins und Silver Kale oder was? were made up because there was no supply. So yeah, the resellers absolutely wanted to maximize their profits. Now, up to this point, as far as I know, all the shops agreed to not do any sponsors and to not buy any ads. That would expose them to Riot. But that Warum? twisted fate was 400 euros. Warte, warum sollt ihr keine Ads kaufen? Ich dachte, jeder Content Creator hat Werbung dafür gemacht. Hat er doch die ganze Zeit gesagt im Video, also haben sie doch obviously Werbung gekauft. Also nicht auf ihrer Website, aber halt bei anderen Leuten. Also Riot muss es doch mitbekommen haben. Es geht doch gar nicht, dass Riot es nicht mitbekommen hat. Wenn es nicht so Mainstream wird. Ja, aber es war Mainstream. Als ob nicht auch irgendwer bei Riot im Headquarter da sitzt und so googelt League of Legends Skins. Und dann kriegt er doch direkt die ersten 3 Webseiten, sind alles Reseller gewesen. Das kann man gar nicht merken. Das geht gar nicht. Ja, die wurden mit Skins bezahlt, nicht mit Geldfluss, aber das weiß Riot doch nicht, oder? So one of them had an idea. Since we are aiming at League of Legends players who spend most of their time watching League of Legends videos on YouTube,
What if I tell them to promote my shop in their videos? And that's exactly what they did. And the first skin giveaways started rolling out. That was the point of no return. And the moment one shop went rogue, everyone else did as well. Jetzt ist erst and ja, aber, everyone okay, hab quickly ich's falsch started verstanden. sponsoring everyone, and they started advertising everywhere. It was all gas, no brakes, because it was only a matter of time before Riot figured out what was really happening. And indeed, it wasn't long before Riot realized, there is no way they have that many physical cards. And that's how Riot ultimately found out what was happening. In the end, Na, it was was greed nicht. Nein, that das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß doch, als wir unseren NNO-Shop live gestellt haben, okay, unseren NNO-Shop, waren innerhalb von ein paar Stunden diverse Kopien online mit Merch-Seiten, die das gleiche verkauft haben, mit unserem Logo etc. Und das haben wir instant mitbekommen. Instantly. Als ob Riot nicht mitbekommen, dass Leute ihre Skins verkaufen. Das kannst du nicht erzählen. Da muss Riot mitverdient haben. Da muss irgendwer bei Riot gesessen haben, der gesagt hat, Bruder, ich mach meine Tasche auch auf. Du darfst hier weitermachen, ich sag nichts, aber gib mir dafür 10 Euro pro Skin. Das war 2013. Lasersaft, 2013 gab's auch schon Internet. And in 2014, Riot decided to deactivate the system that was claiming the legacy skin codes. And I think it's safe to assume these people probably made a lot of money in the days before it shut down. Reportedly, I have heard some of them might have gotten close to $1 million. Now, I should also mention that there is a chance that some of them might have been legitimate shops. Wurdest die Co-Streams gesaved? Ich dachte auch so, lieber nicht zu viele Brücken verbrennen, ne? Also die Co-Streams saven. Du hast genau richtig gelesen. Legit Geil. as scalpers and Aber resellers nice. can be. They were just reselling physical cards. But the vast majority of them figured out how Riot's code system worked. Now, as to where those websites ended up, no one can be sure. But there are some who stayed resolute. Some who decided to keep rolling with their internet businesses. Some who even kept their business around League. And ultimately, Google doesn't consider them a safe website. Why, you ask? Well, also some of them keep selling accounts with those skins unlocked, which seems very suspicious. What? Ja, Chat, es geht gar nicht mehr, also kauft euch keine Accounts oder irgendwelche, diese Skin-Codes, alles Fake, gibt's nicht mehr, diese Karten, Codes und was auch immer. Aber imagine, du kriegst so diesen Code zugesendet, dann sagst du einfach, der Code geht nicht, dann kriegst du einen neuen Skin-Code zugesendet und dann siehst du ja bei den beiden Codes, welche 3 Zahlen, was auch immer gleich sind und kannst direkt unendlich Skins generieren von diesem einen Code. Einfach unendlich, du hast einfach einen unendlichen Supply. Ist ja insane. Ich finde den Titel ein bisschen mächtig, also also zu mächtig, also der Titel Scammers, also ist das denn Scam? Honestly, als Kunde dieser Website damals, du hast bekommen, was du wolltest. Und ich muss sagen, wenn mir eins an Riot Games gefällt, seit über die Jahren weggesehen, auf jeden Fall die Handhabung von Skins. 100%. Fakt, dass du halt mit Skins das Game, lukrativ machst, statt über irgendein krasses Schwert, das in-game verkauft wird oder sowas. Sehr, 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 sehr geil.